Unser Herz ist der unermüdliche Motor unseres Lebens. Etwa 100.000 Mal am Tag schlägt dieses faustgroße Muskelorgan, um pausenlos sauerstoffreiches Blut bis in die entferntesten Stellen unseres Körpers zu pumpen. Doch was passiert, wenn dieser Hochleistungsmotor in Stocken gerät? Oft zeigt das Herz Störungen nicht schlagartig von heute auf morgen, sondern sendet schleichende und feine Signalimpulse aus. Das Tückische daran, viele Warnzeichen treten gar nicht direkt in der Brust auf, sondern machen sich an ganz anderen Stellen im Körper bemerkbar. Wer gelernt hat, diese Signale richtig zu deuten, kann frühzeitig reagieren und schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie eine Herzschwäche oder einen drohenden Herzinfarkt rechtzeitig erkennen. Nummer 1: Wenn die Puste plötzlich wegbleibt. Ein sehr häufiges Signal für eine nachlassende Herzleistung ist Kurzatmigkeit. Wenn das Herz nicht mehr kräftig genug pumpt, staut sich das Blut leicht bis in die Lungengefäße zurück. Das führt dazu, dass weniger Sauerstoff ins Blut gelangt. Betroffene merken das zuerst bei alltäglichen Anstrengungen wie dem Treppensteigen oder dem Einkaufen. Plötzlich geht ihnen viel schneller als sonst die Puste aus. Im fortgeschrittenen Stadium tritt diese Atemnot sogar in Ruhe oder beim flachen Liegen im Bett auf, woraufhin Betroffene den Oberkörper oft mit mehreren Kissen hochlagern müssen, um überhaupt entspannt durchatmen zu können. Nummer 2: Wenn sich Wasser im Gewebe staut. Wenn die Pumpkraft des Herzens nachlässt, verlangsamt sich der gesamte Blutkreislauf. Durch den erhöhten Druck in den Venen wird Flüssigkeit aus den Blutgefäßen direkt in das umliegende Gewebe gedrückt. Die Schwerkraft sorgt dafür, dass sich dieses Wasser vor allem in den Füßen, den Knöcheln und den Unterschenkeln sammelt. Wenn du merkst, dass deine Socken abends tief in die Haut einschneiden, die Schuhe plötzlich zu eng wirken oder auf Druck eine Delle im Gewebe zurückbleibt, ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Herz mit dem Abtransport der Körperflüssigkeiten überfordert ist. Nummer 3: Ständige Müdigkeit und Erschöpfung. Fühlst du dich dauerhaft schlapp, kraftlos und extrem müde, obwohl du ausreichend geschlafen hast? Wenn das Herz schwächelt, versucht es, die wichtigsten Organe wie Gehirn und Nieren prioritär mit Blut zu versorgen. Für die Muskulatur in Arm und Beinen bleibt dann schlichtweg weniger Sauerstoff und Treibstoff übrig. Jede kleine Bewegung fühlt sich dadurch extrem schwer an. Diese tiefsitzende chronische Erschöpfung ist der Versuch deines Körpers, Energie zu sparen, weil der zentrale Motor im Hintergrund auf Reserve läuft. Und Nummer 4: Wenn der Rhythmus aus dem Takt gerät. Der klassische Warnhinweis ist ein anhaltendes Engegefühl, ein brennender Druck oder ein schmerzhafter Panzer um den Brustkorb, oft auch mit Ausstrahlen in den linken Arm, den Kiefer oder den Rücken. Ebenso alarmierend sind spürbare Veränderungen des Herzschlags. Wenn das Herz ohne körperliche Anstrengung plötzlich wie wild stolpert, rast oder unregelmäßige Aussätze hat, bedeutet das, dass das Reizleitungssystem des Herzens gestört ist. Ein aus dem Takt geratener Herzschlag sollte immer zügig ärztlich abgeklärt werden. Möchtest du jetzt auch wissen, welche Lebensmittel du essen solltest, damit dein Herz wie ein Uhrwerk schlägt, bis du 100 Jahre alt bist? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.